Hi, Servus und herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris und ich zeige dir, wie du die UMI In-Ear-Kopfhörer mit zwei Geräten passt, so dass du auf jedem Ort was anderes hörst. Bleib dran, nach dem kurzen Intro geht es gleich los. Verbinden der In-Ear-Kopfhörer für Stereobetrieb, also ganz normal auf beiden Ohren Musik hören. Zuerst Kopfhörer mit Strom voll laden. Als nächstes überprüfst du, ob Bluetooth an deinem Gerät an ist. Dann öffnest du das Case von den In-Ear-Kopfhörern. Um diese mit dem Gerät deiner Wahl verbinden zu können, musst du das Case offen halten und es so hinstellen, dass es offen bleibt. Dann gehst du auf deinem Smartphone auf Einstellungen, dann auf Verbindungen und dann Bluetooth. Hier siehst du dann unter verfügbare Geräte die UMI W5S Kopfhörer. Sollten sie nicht aufgelistet sein, schaltest du das Bluetooth nochmal aus und wieder ein. Und jetzt sollen sie verfügbar sein. Draufklicken. Dann kommt die Frage, mit UMI W5S Earphones koppeln. Okay, logisch will ich das. Und voilà, du bist verbunden. Das war jetzt Stereobetrieb, nun kommen wir zum Mono. Nun, aus welchem Grund auch immer, willst du die Earphones teilen, sodass du auf beiden Muscheln unterschiedliches hören kannst. Das ist ein bisschen tricky, sage ich mal, für den Anfang, aber wenn du das verstehst, wie die In-Ears gebaut sind und es zweimal gemacht hast, ist es schon einfacher. Und zwar sind die In-Ears so gebaut, dass wenn du das Case aufmachst, sie sich innerhalb 6 Sekunden miteinander verbinden. Das ist auch sinnvoll, weil in den wenigsten Fällen du auf beiden Ohren unterschiedliches hören willst. Auch suchen bzw. verbinden die In-Ears sich beim Einschalten immer mit dem letzten verbundenen Gerät. Das heißt, wenn du jetzt wie in meinem Beispiel zuletzt mit dem Smartphone Musik gehört hast und jetzt aber mit dem iPad die In-Ears verbinden willst und beide Geräte in Reichweite sind, dann musst du zuerst an dem Gerät, wo du zuletzt gehört hast, die Buds entkoppeln oder das Bluetooth ausschalten und dann an dem Gerät, wo du hören willst, verbinden. So, das war jetzt nur mal eine Basic-Auffrischung. Das war und ist schon immer so gewesen, seit es Bluetooth gibt. Aber jetzt komme ich wieder zurück. Du willst auf beiden Muscheln unterschiedliche Musik hören. Du hast die Buds also mit deinem Smartphone schon verbunden. Dafür musst du die Kopfhörer entkoppeln bzw. trennen von deinem Smartphone-Gerät. Dafür streichst du einmal mit dem Finger runter und schaltest das Bluetooth ab. Als nächstes musst du auch die In-Ears zurücksetzen, den du mit dem zweiten Gerät koppeln willst. Das geht so. Du steckst einen In-Ear in dein Ohr und den anderen lässt du im Case und klappst den Deckel schnell zu. Nun drückst du so lange auf die Taste an deinem Bud im Ohr drauf, bis die Stimme Power off sagt. Der Kopfhörer ist nun ausgeschaltet. Als nächstes drückst du die Taste am Kopfhörer ca. 12 Sekunden lang, bis die Dame Power on, Harry Mode sagt. Und dann der Ton ertönt. Dann erst die Taste loslassen. Jetzt wieder lange draufdrücken, dass der In-Ear sich einschaltet und die Ansage Power on ertönt. Nun gehst du an dein iPad-Gerät oder iPhone. Dazu gehst du auf Einstellungen und dann natürlich Bluetooth. Und dann sucht er erstmal eine Weile. Es kann sein, wenn dein iPad lange nichts findet, dann hat sich der Bud ausgeschaltet. Also dazu nochmal den Bud einschalten und die Dame sagt dann Power on, Harry Mode. Dann eventuell Bluetooth nochmal aus und wieder einmachen und voilà, er ist aufgelistet. Dann drückst du auf die Bezeichnung von dem Bud und es ertönt Connected. Ja, wunderbar. Jetzt schaltest du das Bluetooth wieder an deinem Gerät und nun kann jeder sein Video auf YouTube schauen, was er will. Oder du hörst auf einen Film und auf dem anderen Ohr Musik. Und ja, er braucht ein bisschen Zeit, bis dass er sich dann verbunden hat. Es kann durchaus sein, dass die Musik erst durch die Lautsprecher von deinem Gerät kommt, bis dass der In-Ear sich connected hat.
Aber die Dame sagt dir dann in dein Ohr Connected. Und schon steht die Verbindung dann wieder zu deinem In-Ear. Nun kann jeder seinen Bud in den Koffer legen, wenn er fertig gehört hat. Beim Rausnehmen ist es wichtig, dass du nur einen schnell rausnimmst, das Case wieder schließt und 6 Sekunden wartest, bis du den anderen rausnimmst. Weil, wie am Anfang schon gesagt, in den ersten 6 Sekunden, da paaren sie sich untereinander und das verhinderst du damit. Willst du jetzt wieder rückgängig machen, dass du wieder auf beiden Ohren das gleiche hörst, ist es kein großer Aufwand. Du öffnest den Deckel vom Case und wartest, bis die LED das Blinken aufhört. Voila, so einfach ist das. Willst du das nochmal sehen, wie du von Stereo auf Mono schaltest, dann geh unten in der Timeline auf Monobetrieb und ich zeige es dir gerne nochmal. So, das war's dann. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genauso freue ich mich auf einen Daumen oder Kommentar von dir unterhalb des Videos. Pass auf dich auf, bleib vor allem gesund. Tschüss, Ade und ciao, ciao.